Vor fast 90 Jahren, am 4. Mai 1934, wurde die Schamanin von Bad Dürnberg in einer äußerst hektischen Aktion in nur einem Tag vom Grabungstechniker Henning aus dem Landesmuseum für Vorgeschichte ausgegraben. Und es wurden natürlich tumultuarisch die Funde geborgen. Henning hatte ganz gute Beobachtungen gemacht und er hat sein Bestes gegeben, aber es war keine professionelle Fundbergung. Die Schamanin war vorher durch Bauarbeiter und durch einen Lehrer entdeckt worden. Die Funde kamen ins Museum und sie wurden sofort von zwei überzeugten Nationalsozialisten, Bicker und Heberer, interpretiert, und zwar in Richtung Mann und in Richtung Schnurkeramik. Das heißt, die Datierung war falsch, die war neolithisch und nicht mesolithisch, und die Geschlechtszuordnung war falsch. Und sie wurde natürlich als Urarier ideologisch in die Haft genommen. Und deshalb blieb der Fund natürlich in der DDR unbeobachtet und vergessen, bis sich dann in den 70er Jahren Herr Kollege Geupel des Fundes annahm und ihn erstmals richtig einordnete, nämlich als Schamanin des Mesolithikums und als Frau. Er hat das richtig erkannt, als er die mesolithischen Gräber bearbeitete. Und dann erst Anfang der 2000er Jahre haben die Kollegen Kurt Alt und Herr Porr die Schamanin anthropologisch untersucht und eingeordnet. Und schon etwas davor hatte Frau Grünberg bei ihrer fantastischen Dissertation über Schamanengräber die Schamanin durchaus richtig eingeordnet. Das heißt, das Grab war bekannt als eines der reichsten Gräber des Mesolithikums. Die Datierung war in etwa bekannt um 6800 vor Christus. Aber der Fundort war inzwischen vergessen und die Fundsituation, insbesondere der Befund, war unklar. Und dann gelang es uns im Rahmen der Landesgartenschau ab 2019 dort Nachgrabungen durchzuführen. Und bei diesen Nachgrabungen, und das war sehr schwierig, entdeckten wir tatsächlich, wo sich das Grab eigentlich befand. Und zwar einer ganz einfachen Sache. Wir brauchten nur dem Kabelgraben folgen, dem alten. Und wo dort Rötel auftrat, dort musste das Grab sein, denn das Grab, das war berichtet, war ganz reichhaltig mit Rötel, mit Hämatit ausgefüllt, der Farbe des Blutes, der Farbe des Lebens. Und die Funde hatten immer noch starke Hämatitanhaftungen. Wir identifizierten die Stelle, wir beräumten sozusagen den Kabelgraben, wir nahmen das Sediment mit, um es zu sieben, und in dem Sediment fanden wir zahlreiche Funde und wir bargen die vermutete Grabgrube. Wir konnten sie nicht sehen, sie war inzwischen ausgebleicht im Block, und gruben die Grabgrube sozusagen im Labor aus. Und dort fanden sich natürlich zahlreiche Funde, die übersehen waren. Wir konnten die Grabform rekonstruieren und wir wissen heute, dass die Schamanin in einem sehr wahrscheinlich exakt perfekt hergestellten achteckigen Grab lag, in das ein viereckiger Korb versenkt wurde. Er wurde etwas reingezwängt und außen wurde er weiß mit weißem Ton verputzt und dann wurde das Achteck auch noch aufgefüllt mit weißem Ton. Innen wurde er sozusagen ganz glatt und sauber mit weißen, aber dann rot gefärbten, mit Hämatitrot gefärbten Ton verputzt, sodass die Schamanin hockend, wie am Lagerfeuer sitzend gleichsam, in einer roten Grabgrube saß, innerhalb eines achteckigen weißen Sternes. Das muss ein fantastischer Anblick gewesen sein. Und oben war die Grabgrube trichterartig größer, sodass man einen Deckel drauflegen konnte. Das heißt, die Schamanin wurde mit ihren Beigaben platziert. Ein Deckel kam darauf ein Hügel und dazu ein Pfahl, den wir auch mit großer Wahrscheinlichkeit nachweisen können, sodass das Grab auf lange Zeit markiert war. Wir können uns sogar die Grabgemeinschaft vorstellen, denn Herrn Dietl ist es mit minutiöser Analyse gelungen, aus den Steinklingen zu rekonstruieren, dass diese aus 10 Kernsteinen geschlagen sind. Und wenn wir so 50, 60 Steinklingen rechnen und die anderen Funde, dann können wir von einer Gemeinschaft von 200 bis 300 Menschen ausgehen.
da einzelne Gemeinschaften damals vielleicht 20, 30 Menschen umfassten, kamen sicherlich 10 Gemeinschaften zusammen, sodass möglicherweise ein großes Einzugsgebiet bis hin zum weiten Thüringer Becken, vielleicht große Teile Mitteldeutschlands, der Schamanen bei der Bestattung huldigten. Und was fantastisch ist, man gab ihr einen ganzen Zoo mit. Man gab ihr praktisch pars pro toto Tierknochen mit von allen möglichen Tieren des Waldes, der Luft und des Wassers. Wir haben Tiere wie Schildkröten, die von Haus aus Tiere sind, die im Wasser leben, die am Land leben, rätselhafte, merkwürdige Tiere, die sehr alt werden. Es gibt aber auch einen Kranichknochen beispielsweise, also ein Vogel. Genauso gibt es zahlreiche Rehknochen. Es gibt Knochen vom Wiesent und viele andere Tierknochen bis hin zu einem Igelknochen. Ein Igel, genauso ein rätselhaftes Tier wie die Schildkröte, sodass sozusagen ein ganzer Zoo, die Tiere des Waldes der Schamanen mitgegeben wurde. Und darüber hinaus hatte sie eine Maske, und zwar eine Maske wahrscheinlich ihres Geisttieres, des Tieres, das ihr als Schamanin erschien, eines Tieres, das für sie ungemein wichtig war und dessen Maske sie trug, mit dem sie die Schamanenreise antrat, in das sie sich verwandeln konnte, nämlich den Rehbock, und in dessen Funktion und Gestalt sie in der jenseitigen Welt Informationen bekam, indem sie Geisterkämpfe austragen konnte, indem sie verlorene Seelen zurückholen und versöhnen konnte, kurz, indem sie ihre spirituelle Kraft entwickeln konnte. All das fanden wir können die Beigaben ganz gut interpretieren, und die Beigaben haben sich natürlich stark vermehrt. Ich hatte das an den Steinklingen gezeigt, genauso wird es bei den Schildkröten sein. Wir haben noch gar nicht alles ausgewertet. In jedem Fall haben wir heute auch, wir haben das gesehen, eine gute Vorstellung der Grabgrube, eine gute Vorstellung der Grabgemeinschaft, und jetzt kommt eigentlich die wahre Sensation, wir fanden gegenüber ihrer Grabgrube eine weitere Grube, die anders gestaltet war, flacher, und in der Grube hatten wir erst den Eindruck, findet sich ein Geweih. Wir wissen heute, es waren 2 Geweihe, und es waren mächtige Hirschgeweihe, die aber bearbeitet waren. Die Geweihe waren eingekürzt, der Gesichtsschädel war abgearbeitet, sie waren zu Masken umgearbeitet. Und dies ist von ungeheurer Bedeutung, denn auch hier handelt es sich um Schamanenmasken. Und Schamanenmasken haben wir haben ja eine Schamanenmaske und eine Schamanin, von der wir wissen, dass sie eine Schamanin ist, weil sie einen körperlichen Defekt hat, der sie zur Schamanin prädestiniert, nämlich die Deformation ihrer obersten beiden Wirbel mit dem Hinterhauptloch, wo sie eine Ader einklemmen konnte und in Ekstase geriet, einen für alle sichtbaren Nystagmus hatte, was die Credibility als Schamanin, also die Glaubwürdigkeit, ungemein erhöhte. Und sie war sozusagen die Superschamanin, und wir können hier methodisch sicher Schamanismus mit dieser Frau verbinden. Aber zurück zu den beiden Masken. Das Fantastische an diesen Masken in der Grube ist, sie waren wahrscheinlich niedergelegt mit organischen Resten, etwa Fellkappen oder Ähnlichem, und diese Masken datieren in die Zeit um 6300, 6400 und 6350 haben wir nochmal einen Ausbruch, wie der Agassiz-See-Ausbruch in Nordamerika, aus dem nordamerikanischen Gletscher mit Schmelzwasser, der das Klima dramatisch abkühlt. Eine Zeit, in der vermutlich andere Schamanen um Hilfe, um Beistand nachsuchten, und die wussten noch, dass sich dieses Grab hier auf dem Hochplateau bei Dürnberg über der Saale befand, und sie suchten diese mächtigste Schamanin, deren Erinnerung sich vermutlich über Memorieren von Versen über Jahrhunderte gehalten hatte. Diese Schamanin suchten sie auf, und sie opferten ihre eigenen Masken, sicherlich in Heilserwartungen, in der Erwartung der Übertragung der Kraft, möglicherweise aber auch, denn die Welt war ja tautegorisch, allumfassend animistisch, in der Erwartung, dass die Schamanin von Bad Dürnberg, die mächtigste Frau für Jahrhunderte, im Jenseits ihre Kräfte einsetzt, um die Schwierigkeiten der momentanen Gemeinschaft zu lösen. Wir sehen eine Welt auferstehen, die uns völlig fremd ist, da wir in einer Welt der hierarchischen Religionen, des Patriarchats,
der Unterdrückung einzelner Menschen in einer Welt von Arm und Reich leben. Diese Welt ist aber eine Erfindung des Neolithikums. Die mesolithische Welt war gänzlich anders. Sie war menschlich, jeder Mensch zählte nach seinem Wert. Arm und Reich spielten keine Rolle. Und das Zentrale für das Leben und für die Wertigkeit des Lebens und für das Überleben war nicht der materielle Reichtum. Das Zentrale waren die sozialen Beziehungen, in denen die Menschen nach ihrem Wert geschätzt wurden, in relativer Gleichheit, etwas, was das Neolithikum bis heute zerstört hat. Wir leben leider in Ungleichheit und wir leben in einer Zeit, in der die Menschen mehr nach ihrem materiellen Schätzen als nach ihren sozialen Fähigkeiten bemessen werden. Vielleicht sollten wir auch in diesem Fall aus der Vergangenheit lernen.